Was ich euch heute zeigen wollte, ist Stack Overflow for Teams. Und zwar die Entwickler unter euch wissen bestimmt, was Stack Overflow ist. Das ist ja das Forum, wo man so ziemlich jede Frage hineinstellen kann, wenn es irgendwie um die Programmierung geht oder ähnliches. Seit geraumer Zeit hat Stack Overflow jetzt auch das Stack Overflow for Teams gemacht. Das seht ihr auf der Homepage hier for Teams. Und zwar ist es eine ganz coole Sache, weil wir so die Möglichkeit haben, nicht nur mit der ganzen Welt etwas zu teilen bzw. eine Frage zu stellen, sondern wir haben auch die Chance, nur in eigenem Betrieb etwas zu fragen. Die ein oder anderen von euch wissen bestimmt, ja okay, wir haben spezifische Probleme, die aber nicht die ganze Welt betrifft, und genau dafür ist es geschaffen. Ich habe das mit meinem Team ausprobiert und wir waren wirklich auch begeistert davon, wie einfach es ist und wie konsistent gegenüber Stack Overflow generell ist. Und ja, lass mal reinschauen. Ich werde euch mal ein wenig zeigen, was so da ist, wie man es benutzt. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert daraus. Als allererstes brauchen wir natürlich einen Account, mit dem es gekoppelt ist. Keine Sorge, ihr müsst nicht zwingend einen neuen Account erstellen. Wenn ihr schon einen Stack Overflow Account habt, ist das absolut kein Problem. Die Teams können mit dem normalen Account verbunden werden. Und ja, vorerst ist das Ganze auch gratis. Also man muss nicht zwingend dafür bezahlen, um mal auszuprobieren, ob das jetzt was ist für jeden. Allerdings muss ich auch sagen, dass jeder die gleiche Berechtigung hat. Das heißt, für Großfirmen ist es eher nicht geeignet, die Gratis-Version zu nehmen, weil da kann zu viel schief gehen, wenn jemand eine Frage manipuliert etc. Da würde ich schon eher auf das Basic, Business oder Enterprise sogar gehen. Aber heute werden wir nur das mal ansehen, was gratis ist, und hier sieht man auch schon, es ist bis zu 50 Mitgliedern frei zu benutzen. Sobald wir uns eingeloggt haben, haben wir die Möglichkeit, jetzt ein Team zu erstellen. Ich nenne das jetzt einfach mal Testteam. Okay, Testteam ist schon vergeben. Dann machen wir Testteam 99 und dann wird die Seite schon erstellt. Direkt angekommen haben wir schon mal die ganze Seite vom Testteam. Wie du oben auch sehen kannst, ist im Stack Overflow for Teams / und hier sehen wir das Testteam. Das ist wirklich eine eigene Seite. Und wir werden natürlich auch schon begrüßt mit kleinen Tipps etc. Ich mache hier mal Dismiss und den Chat mache ich hier auch mal aus. Ja, und was man hier auch schon mal sehen kann, ist hier, dass das Testteam aktiviert ist. Wenn ihr jetzt mehrere Teams habt, beispielsweise ihr seid ein Freelancer oder so und wollt jetzt verschiedene Teams haben, dann könnt ihr natürlich auch hier mehrere Teams erstellen. Und da gibt es ein kleines Dropdown, wo man sehen kann, welche Teams aktuell auf dein Account gebunden sind, also wo du überall im Team integriert bist. Und mit dem kleinen Plus können wir natürlich ein neues Team erstellen. Und ja, grundsätzlich ja, es ist ein wenig schwärzer als das originale Stack Overflow. Wir haben aber das gleiche System mit den Fragen, die aufgetaucht sind, wo man reingehen kann mit Antworten, Fragen, mit Upvote, Downvote auf das Ganze. Und das sieht natürlich jetzt nur jeder, der im aktuellen Team ist. Zudem hat man auch die Möglichkeit, wenn man eine Frage stellt, dass man eine Person taggt, beziehungsweise eine Person darauf aufmerksam macht, dass die Person bitte auf diese Frage antworten soll. So, was ist das für ein Vorteil jetzt? Wir haben, wenn Fragen auftauchen, automatisch eine Dokumentation. Das heißt, es ist nicht zwingend, dass hier nur Softwareentwickler ihre Fragen reinstellen, sondern es kann auch jemand vom Support sein, es kann auch der Product Owner sein oder der Scrum Master, wie auch immer. Alle, die ein Problem haben und eine Frage haben, können hier eine Frage stellen. Wir haben ja auch noch die altbekannten Tags, das kennt ihr vielleicht vom originalen Stack Overflow, dass man hier ist jetzt einfach ein Beispieleintrag, der Stack Overflow schon hinterlegt hat. Stack Overflow for Teams ist der Tag. Wir kennen das als normalerweise so etwas wie C# oder JavaScript, dass man identifizieren kann, um welche Sprache geht es. Das gibt es immer noch. Man kann auch selbst Tag erstellen und wie du genau hier auch gerade siehst, es gibt Watch Tag oder Ignore Tag.
Das bedeutet, wir erhalten eine Benachrichtigung, sobald dieser Tag in einer neuen Frage auftaucht. Und somit können wir auch Zuständigkeitsgebiete festlegen, dass wenn jetzt einer beispielsweise für das Backend zuständig ist, dass jedes Mal, wenn ein Backend-Tag kommt, er garantiert das auch auf dem Schirm hat. Das ist auch viel einfacher, auf diese Art und Weise die richtige Person zu finden, die zuständig ist, wenn Stack Overflow for Teams mal integriert ist. Hier sehen wir ja die Questions, das ist das, wie wir es gewohnt sind, alle Fragen. Und dann haben wir hier diese Sparte For You und hier würden alle diese Fragen auftauchen, die entweder das Tag hat, was du sozusagen abonniert hast, oder jemand hat dich explizit erwähnt, dass du die Fragen beantworten sollst, und so hast du eigentlich so eine Art Posteingang für das Ganze. Wir haben auch die Übersicht von den Tags, was jetzt am Anfang bestimmt nicht so interessant ist. Das wird sich ja mit der Zeit automatisch ergeben. Wir haben die User, wo wir neue Leute inviten können, und wie man hier ja sieht, es gibt aktuell in der Freiversion nur Admin oder kein Admin. Der einzige Unterschied ist, dass der Admin Leute darf inviten und ein Nicht-Admin halt nicht. Alles andere haben die Leute genau die gleichen Berechtigungen. Wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze mit Teams, also Microsoft Teams, zu verknüpfen. Das ist insofern sinnvoll, natürlich, wenn man im Team auch gleich Teams benutzt. Man kann aus den Teams direkt eine Frage stellen oder eine Frage suchen, ohne die Seite aufzurufen. Es gibt auch eine Benachrichtigung, die man sich senden lassen kann, wenn man Teams benutzt. Ich persönlich finde es aber eher störend, weil die Einstellungen nicht so gut sind. Deshalb bevorzuge ich lieber eigentlich eine Benachrichtigung per Mail, und so komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Natürlich, wie auch im originalen Stack Overflow, gibt es hier eine Art Belohnungssystem. Wenn man mehr antwortet oder mehr Fragen stellt, bekommt man Punkte und Badges. Das ist einfach das Gamification-Ding, das Stack Overflow noch mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr daran Freude habt. Schreibt es doch in die Kommentare, falls das etwas ist, was ihr cool findet am originalen Stack Overflow. Ja, lasst es mich wissen. Hier nochmals der Posteingang, das ist eigentlich das gleiche wie das For You, einfach mit dem Symbol. Schreiben wir mal eine Frage hinein. Und dazu können wir natürlich hier einen Titel eingeben, haben natürlich auch immer auf der Seite noch ein wenig eine Einleitung, was es genau bedeutet, was wir genau machen. Können hier noch die Frage selbst hineinstellen. Es lohnt sich natürlich immer so ausführlich wie möglich zu sein. Und hier kommen wir zu den Tags. Natürlich können wir hier neue Sachen reinschreiben wie C#. Können nun hier unten bei Ask a Team Members die Person hineinschreiben, die unbedingt an dieser Frage teilnehmen soll. Haben wir jetzt gerade nicht. Wenn jetzt das Ganze etwas ist, wozu wir selbst schon die Lösung haben, aber wir das einfach posten wollen als Dokumentationssinn, dann können wir hier unten gleich sagen Answer your own question und haben so die Möglichkeit, gleich selbst auf unsere Frage zu antworten. Ob das sinnvoll ist, müsst ihr selbst wissen für euch. Und dann haben wir schon unsere erste Frage gepostet. Jetzt haben wir natürlich die Suchleiste und wir haben direkt in der Suchleiste die Möglichkeit, originale Stack Overflow Artikel auch mit zu integrieren oder nur solche, die intern von diesem Team stammen. Das ist natürlich auch insofern cool, weil man nicht die ganze Zeit Stack Overflow wechseln muss, und ja, eigentlich ganz sinnvoll, das gleich zu vereint haben. Wenn es jetzt eine Frage ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht nur spezifisch, aber dennoch ist es im Team gestellt worden, kann man so eigentlich alles auf einmal finden. Das macht das Ganze natürlich schon einiges angenehmer. Wenn wir jetzt eine Antwort geschrieben haben, klar, ich habe jetzt mir selbst eine Antwort geschrieben, aber grundsätzlich sieht es ja so aus, dass hier unten dann die Antworten sind. Wir können ja das Ganze up- oder downvoten, nur nicht unsere eigenen. Okay. Was wir aber haben, ist ja diese blaue Haken. Und hier steht ja schon,
dass man diese Antwort akzeptiert hat und dass die meist hilfreichste Antwort gewesen ist auf diese Frage. Das hilft natürlich, wenn jemand ein Problem hat und schon eine existierende Frage findet, die beantwortet ist, dass sein Problem viel schneller gelöst ist. Die Recherche geht viel schneller voran, wenn man auf einen Schlag sieht, okay, das ist die Lösung zu der Frage. Und auch im Questions-Bereich sehen wir hier dieser grüne Balken und dass eine Antwort schon markiert ist mit einem Haken. Das bedeutet, diese Frage ist grundsätzlich abgeschlossen. Klar, es kann immer noch darin gearbeitet werden, Fragen erstellt werden, die Antwort geändert werden. Das steht frei, aber grundsätzlich ist das auch schon ein Zeichen dafür, dass man jetzt nicht zwingend die Energie verschwendet, um in dieser Frage noch nach Lösungen zu suchen. Ja, das war's eigentlich schon. Was haltet ihr von Stack Overflow generell? Was haltet ihr von Stack Overflow für Teams? Werdet ihr es wohl verwenden oder verwendet ihr es schon? Schreibt's mal in die Kommentare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.